ist schon unsere Leidenschaft. Ja, wir wollten einfach die Grenzen an der Stelle einfach noch ein bisschen weiter pushen. Da haben wir uns ein schönes Maschinchen ins Portfolio gebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um Innovation, Fertigung und Technologie. Heute sind wir bei einem der führenden Anbieter von vertikal CNC-Bearbeitungszentren, der Chiron Group. Und mit mir am Tisch sitzt Herr Christopher Siegmann, Senior Vice President of Sales, und Herr Martin Göbel, Leiter der Messen beim VDW. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben und wir hier sein dürfen bei Ihnen im Haus. Hallo Herr Bröckelmann. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Herr Siegmann, als Senior Vice President Sales, was umfasst Ihr Aufgabenbereich? Ja, das ist natürlich sehr umfassender Aufgabenbereich. Wenn Sie jetzt meinen Chef fragen, der fragt mich jeden Tag, wie sieht es aus mit dem Auftragseingang und welche Maschinen können wir dieses Jahr noch verumsetzen. Also von der Seite relativ klar und strukturiert, aber es ist natürlich doch schon ein bisschen mehr als nur Auftragseingang und nur welche Maschine gehen noch in welchen Umsatz rein. Ich meine, das fängt von der vertrieblichen strategischen Planung an. In welchen Markt gehen wir rein? Mit welchen Maschinen gehen wir in welchen Markt rein? In welche Industrien gehen wir rein? Das sind so Themen, die einfach geklärt sein müssen. Und dann ist natürlich ganz klar, mit unseren Tochtergesellschaften, wir sind ja weltweit operierend tätig, müssen wir natürlich entsprechend in Kontakt bleiben. Was liegt Ihnen auf den Herzen? Wo müssen wir vielleicht besser werden? Wo müssen wir vielleicht korrigieren? Wie sieht es auch mit dem Pricing aus? Wie sieht es mit den Lieferzeiten aus? Das sind so Themen, mit denen ich mich täglich beschäftige. Klar, Mitarbeiterführung gehört natürlich an der Stelle auch mit dazu. Wir haben hier ein Vertriebsteam mit 70 Leuten, die müssen natürlich irgendwo geführt werden. Also ich sage mal, mein Arbeitstag ist gut gefüllt. Hört sich auf jeden Fall so an. Wie lange machen Sie das schon und wie lange sind Sie schon im Unternehmen tätig und wie hat sich Ihre Rolle im Unternehmen vielleicht auch verändert? Ja, die Rolle hat sich natürlich schon gravierend verändert, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich habe hier vor über 20 Jahren angefangen. Nach einem Studium der Fertigungstechnik habe ich noch bei einem Sondermaschinenbauer gearbeitet, bin dann zu Chiron gekommen, habe hier eigentlich ich sage jetzt mal, als Trainee angefangen 2005. Bin durch unterschiedliche Abteilungen gewandert, ich sage mal von der Dokumentationsabteilung über die Werkzeugauslegung, Spannmittelauslegung. Ich war sehr, sehr lange Zeit in der Applikation und habe dann eigentlich nach meiner Trainee-Ausbildung 8 Jahre als Projektleiter hier bei Chiron gearbeitet. Habe da sehr, sehr viel mit Bosch zu tun gehabt. Bosch ist immer noch nach wie vor ein sehr, sehr guter Kunde von uns. Damals die Dieselindustrie natürlich mehr oder weniger am Höhepunkt. Sehr, sehr viele Maschinen, die weltweit geliefert werden mussten, habe ich mich eigentlich ausschließlich um Bosch gekümmert. Irgendwann wollte ich mich an der Stelle verändern, habe gesagt, okay, der Vertrieb bringt die Aufgaben rein, jetzt gucken wir mal, ob wir das nicht besser hinkriegen. Und so bin ich dann in den Vertrieb gewechselt, habe da unterschiedliche Gebiete betreut, unterschiedliche Länder auch betreut als Projektingenieur. Bin dann Vertriebsingenieur geworden, bin dann auch irgendwann mal 2 Jahre lang aus Tuttlingen weggegangen, war 2 Jahre lang bei Scherer Feinbau, war ja auch mal ein Unternehmen von uns, bin also dem Fräsen etwas fremdgegangen, bin ins vertikale Drehen gegangen, habe da sehr, sehr viel das OEM-Geschäft dann auch kennengelernt und bin dann wieder zurückgekommen und jetzt seit einem guten Jahr als Senior Vice President hier in Tuttlingen verantwortlich für den Vertrieb. Das hört sich auf jeden Fall nach einer super spannenden auch Karriere an, muss man sagen, also auf was Sie alles gesehen haben. Jetzt sind Sie in einem sehr eher technologielastigen Unternehmen und in einer technologielastigen Branche unterwegs. Wie finden Sie persönlich vielleicht auch Ausgleich zu Ihrem Beruf? Ja, Ausgleich zum Beruf, das ist natürlich in der jetzigen Lage, aufgrund der Marktlage natürlich schwer. Ja, ich sag mal, der Chiron ist eigentlich 24/7 mehr oder weniger im Kopf. Dadurch, dass man mit dem Handy, E-Mails, bist du immer erreichbar, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich habe zwei Jungs zu Hause mit 11 und 13, die haben einige Flausen im Kopf. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich nachvollziehen können. Die erden einen bei vielen Dingen auf jeden Fall. Ich habe einen 4-jährigen Herdenschutzhund aus Rumänien, der erdet mich eigentlich jeden Tag und lässt mich die Chiron-Themen an der Seite zumindest ein paar Stunden am Tag oder am Wochenende vergessen. Ich versuche, wenn möglich, viel Sport zu machen.
Also es gibt schon Themen, wo man den Skiern vergessen kann. Im Sommer ist Tennis, im Winter ist Skifahren oder Joggen. Also es gibt schon Themen, wo man einfach abschalten kann und das ist schon gut so. Also Hund lenkt ab, kann ich bestätigen. Auch wir haben einen Hund und ich bin froh, wenn ich morgens eine Stunde mit dem Hund gehen kann. Das ist eine Stunde, wo du einfach mal zwar nochmal Gedanken sortieren kannst, aber doch auch mal an andere Dinge denkst und sagst, es gibt noch was anderes neben deinem Beruf. Ja. Und von daher kann ich das mit dem Hund unterstreichen. Ja, glaube ich sofort. Aber Sie sprachen ganz kurz das Thema auch Sport an. Und das bringt mich zur Rubrik Gastgeschenk. Wir haben Ihnen natürlich etwas mitgebracht. Und vielleicht eine erste Einschätzung, was es ist und was verbinden Sie damit? Ja, das ist nicht so schwer zu erkennen. Das könnten Tennisbälle sein. Ich meine, die Marke sagt mir erstmal nichts. Zumindest im Tennisballbereich. Nee, also ich verbinde natürlich sehr, sehr viel mit Tennis. Ich meine, ich hab als kleiner Junge angefangen, mit 5 Jahren die ersten Tennisbälle zu schlagen. Bin eigentlich mein Leben lang beim Tennissport geblieben. Klar, man hat immer wieder mal auf Fußball probiert oder auch angefangen. Aber ich bin nach wie vor ein leidenschaftlicher Tennisspieler, spiele immer noch in der Mannschaft. Also Tennis ist schon ein Thema, was mein Freizeitverhalten letzten Endes irgendwo bestimmt. Solange es eben der Beruf und der Job mitmacht und man nicht unterwegs ist, versucht man doch ab und an mal den Schläger in die Hand zu nehmen, ja. Klingt hervorragend. Haben Sie es gibt ja viele Tennisturniere. Haben Sie ein Lieblingsturnier? Ja, habe ich schon. Ja. Also es war erst vor kurzem, ich gucke unheimlich gern die French Open, weil einfach der Tennissport in dem Bereich wirklich schön ist. Die Ballwechsel sind lang, ist nicht nur wusch wusch. Da kriegt man wirklich Tennissport vom Feinsten geboten. Und ich meine, dieses Jahr war es ein phänomenales Finale mit dem Sinner und den Alcaraz. Also das war schon ein großes Fernsehen. Also von der Seite her ganz klar French Open, ja. French Open. Waren Sie schon mal persönlich vor Ort? Nein, ich war ehrlich gesagt noch nie bei einem ATP-Turnier. Man hat das ein oder andere Bundesligaspiel mal angeguckt. Aber wenn ich gutes Tennis sehen will, gucke ich einfach meine Kollegen an und dann ist das schon fast gut genug. Ja, klingt super und ist ja letztendlich dann irgendwo, dann haben wir Hund, Tennis, Kinder, da kann ich auch gut mit rein. Also das sind gute Ausgleichspunkte auf jeden Fall. Unsere nächste Rubrik ist Entweder oder. Ja. Ich möchte Ihnen gerne 5 schnelle Entscheidungsfragen stellen. Und zwar Weißwein oder Weizen? Weizen. Weizen, alles klar. Tennis auf dem Court oder Tüfteln am Schreibtisch? Eine Fangfrage. Ich sage es mal, Tennis auf dem Court geht ohne Tüffel am Schreibtisch an der Stelle nicht. Also würde ich sagen 50-50. 50-50, okay. Werkbank oder Wellness? Wellness. Wellness. Wäre auch meine Antwort gewesen. Späne in der Maschine oder Sahne auf dem Kuchen? Späne. Ich bin kein Kuchenfan und wie gesagt, Späne ist schon unsere Leidenschaft, ist meine Leidenschaft. Ja. Also von der Seite her ganz klar Späne. War ganz einfach. Gründliche Überlegung oder schnelle Entscheidung? Ja, das ist jetzt ein Thema, wo ich sag mal, geschäftlich musst du schon Themen gründlich entscheiden, auch wenn du mit Sicherheit irgendwo ein Bauchgefühl hast und sagst, ich gehe in die Richtung. Ja. Aber dafür ist das Thema einfach viel zu wichtig, als dass man das ohne Zahlen, Daten, Fakten einfach mal so ad hoc entscheiden kann. Im Privatbereich machst du es dann doch eher mal aus dem Bauch heraus. Ja, kann ich nachvollziehen. Vielen, vielen Dank. Jetzt wollen wir ein wenig tiefer einsteigen. Ich würde gerne Ihre Micro 5 XL in den Fokus nehmen. Ja. Und die haben Sie ja erst vor kurzem vorgestellt, ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, was war die Zielsetzung für die Weiterentwicklung der Micro 5? Ja, die Zielsetzung war ganz klar. Ich meine, was wir bei der Micro 5 natürlich gesehen haben, ich meine, die Maschinen, wir haben jetzt über 100 Maschinen oder Micro 5 Maschinen im Feld. Die machen ihren Job sehr, sehr gut. Ich meine, die Mikrozerspannung ist einfach in aller Munde. Auch das Stichwort Nachhaltigkeit sehen wir ja vielleicht nachher noch in Sachen Hämmer. Ist natürlich für uns ein riesengroßes Thema. Von der Seite her war das eigentlich nur, ich sage jetzt mal, der nächste Schritt, einfach die Micro 5 einen Ticken größer zu machen. Ich meine, sie hat natürlich ihre DNA beibehalten. Sie ist nach wie vor unheimlich kompakt, sie ist nach wie vor unheimlich schnell, sie ist nach wie vor unheimlich genau. Und ja, wir wollten einfach die Grenzen an der Stelle einfach noch ein bisschen weiter pushen. Und wir wollen natürlich auch entsprechend andere Branchen mit der Maschine ansprechen, als wir das mit der Micro 5 tun.
war der Bedarf also war das für Sie eine logische, also vom Unternehmen her eine logische Kette zu sagen, wir entwickeln Sie weiter, da war schon Kundendruck da, dass Sie sagen, der Kunde wollte ein bisschen mehr Arbeitszeit? Ich sage jetzt mal immer, ich sage beides. Wobei natürlich auch der Kunde, wir hören natürlich auf unsere Kunden, alles andere macht keinen Sinn. Ich meine, wenn wir hier uns in Tuttlingen überlegen, was wir tun und dann irgendwas auf den Markt bringen, das macht keinen Sinn. Also da ist natürlich schon ganz klar der Kunde dahinter, der sagt, du, pass auf, es wäre natürlich schon schön, wenn die Maschine noch einen Ticken mehr Verfahrwege hätte. Also von der Seite her war ganz klar Kundendruck da. Und ich meine, wir sehen es ja auch an den Bauteilen. Ich meine, die Bauteile geben letzten Endes dann auch die Kubatur der Maschine vor. Und von der Seite her ganz klar, ja, auf Kundenwünsche eingegangen. Und ich glaube, da haben wir uns ein schönes Maschinchen ins Portfolio gebracht. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Wurde in dem Zusammenhang der Weiterentwicklung auch gleichzeitig die Kinematik weiterentwickelt? Ja, die Kinematik an der Stelle ist gleich geblieben. Ich meine, es ist wirklich eine klassische Fünfachsmaschine mit einer BC-Kinematik. Also von der Seite her, die Kinematik ist gleich geblieben. Die DNA ist mehr oder weniger gleich geblieben. Also sie ist nach wie vor hochdynamisch. Sie ist statisch sehr stabil. Sie ist dynamisch sehr stabil. Und von der Seite her haben wir kinematisch an der Maschine nichts verändert. Ja. Aber wenn man ja feststellt, dass die Kinematik super ist, dann Ja, so ist es. Also per se mussten wir da an der Stelle nicht weiter denken. Natürlich hat man mal die ein oder anderen Themen, dass eine größere Maschine sich natürlich in gewissen Weisen anders verhält. Auch die thermische Stabilität ist entsprechend vorhanden. Ich meine, es laufen nach wie vor, ich sag mal, interne Tests, um zu sehen, was die Maschine wirklich kann und wie weit man sie dann auch tatsächlich ausreizen kann. Aber per se ist es wirklich der große Bruder der Micro 5, das muss man halt ganz klar sagen. jetzt sind ja gerade, Sie sprachen ja an, das ist ja gerade der Mikrobereich, da sind die Anforderungen ja hoch an die Maschinen. Wo sind da gerade die Knackpunkte für eine Maschine, die in so kleinem Bereich Hochpräzisionsarbeit leistet? Ja gut, ich meine, die Knackpunkte sind natürlich dahingehend auch die Kunden entsprechend zu überzeugen. Ich meine, die meisten Kunden kennen Fünfachsmaschinen mit einem, weiß ich nicht, HSK 50, HSK 63. Jetzt sind wir natürlich da deutlich kleiner unterwegs. Die ich sag mal, Bearbeitungsstrategie muss natürlich entsprechend komplett geändert werden. Wir sind im HSC-Bereich. Also sie müssen einfach die Schnittgeschwindigkeiten unheimlich hoch machen, damit die Maschine ihre Eigenschaften und ihr Potenzial auch voll ausschöpfen kann. Also da muss ein Umdenken stattfinden bei der Kundschaft und hat zum Teil auch schon stattgefunden und denke ich, wird auch stattfinden, weil es gibt genügend kleine Bauteile, sei es in der Elektronikindustrie, sei es in der Medizinindustrie, die heute auf großen Maschinen gefertigt werden. Die können wir aber morgen mit der Micro 5 erschlagen, mit einer deutlich effektiveren und schnelleren Taktzeit bei, ich sage jetzt mal, besseren Oberflächen und besseren Qualitäten. Klingt absolut plausibel, wo ich jetzt quasi auch bei meiner nächsten Frage, das wären nämlich genau die Anwendungsbereiche für genau diese Maschine. Was haben Sie quasi schon beantwortet, die war in ganz kleinen Sektor, Elektroindustrie, Medizintechnik. Ja, absolut. Ich sage es mal, wir haben jetzt eine Kubatur von 120, 120, 120. Da lässt sich natürlich viel finden. Ich meine, hier am Tisch liegt eine Knochenplatte, die natürlich da perfekt reinpasst. Wir werden mit Sicherheit noch viele Werkstücke finden, die auf die Maschine passen. Ist natürlich eher in der Präzisionstechnologie zu sehen, in der Elektronikindustrie, im Medizinbereich. Aber ich glaube auch, dass eventuell das ein oder andere Automotive-Teil an der Stelle vielleicht doch interessant werden könnte. Ich sage es mal klar, Dieselindustrie im Automobil ist eher unschick heute. Aber ich sage mal, wir haben nach wie vor Dieselmotoren im Schiffsbau, wir haben nach wie vor Dieselmotoren für Generatoren, die ich sage jetzt mal, kleine Bauteile beinhalten, hochgenau mit kleinen Bohrungen. Und ich sage mal, da kann die Maschine natürlich auch ihren Anteil dazu beitragen, unseren AE hochzukriegen, ja. Hört sich auf jeden Fall für mich an, die Branchen, die Sie noch, also dass Sie noch weitere Branchen außerhalb der Elektro- und Medizintechnik damit mit der Maschine erschließen wollen, ist auf jeden Fall ganz klar gesetzt. Die ist ganz klar gesetzt. Ich meine, wir sind nach wie vor, ich meine, klar, Automotive ist natürlich nach wie vor unser Steckenpferd. Wir haben immer noch 50% Umsatzanteil ist im Automotive-Bereich. Medizin und Precision Technology wird immer höher, immer mehr. Aber wir müssen uns auch natürlich um unsere Automotive-Kunden kümmern, ganz klar, nach wie vor. Trotz der ganzen Thematik, die wir ja alle zu Genüge wahrscheinlich kennen. Ja, Ja, absolut.
Ja, kommen wir zum Bereich der Emo. Dieses Jahr ist Emo-Jahr 2025 in Hannover. Herr Göbel, ich begrüße Sie nochmal an der Stelle zusätzlich, weil Sie ja als Vertreter des VDWs, der das Ganze unter sich haben und managen. Ja, was dürfen wir seitens der Emo dieses Jahr erwarten? Was dürfen unsere Zuschauer auf der Emo erwarten? Warum sollten sie kommen? Im Fokus stehen natürlich unsere Aussteller, deswegen bin ich froh, dass ich heute hier bei Chiron sein darf und auch schon mal ein bisschen herauskitzeln darf, was denn Chiron zeigen wird. Und natürlich gucken wir auch über den Tellerrand. Ja, unser Claim Innovate Manufacturing spielt sich ja da wieder. Wir werden das ganze Thema KI, was ja im Moment ein Mega-Hype ist, genauer betrachten und werden uns schauen, ja, welche Rolle spielt denn KI demnächst auch in der Produktionsumfeld, Technik und. Ja. Thema Nachhaltigkeit, wo ich gleich auch nochmal eine Frage stellen werde an Chiron, an Herrn Siegmann, spielt für uns auch eine wichtige Rolle. Wir haben das ganze Thema Automation. Wir reden immer vom Fachkräftemangel. Durch Automation kann ich viele Prozesse automatisieren, kann eine Maschine durch die Nacht durchlaufen lassen und. Das werden sicherlich die Top-Highlights sein, die wir auf der EMO 2025 sehen werden. Ja. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Herr Siegmann, was bringen Sie mit? Was wird Ihr Highlight sein? Oder mögen Sie es noch gar nicht verraten? Na doch, wir können schon ein bisschen verraten. Das ist also kein Problem. Nein, wir freuen uns natürlich auf die Emo hier in Hannover, auch wenn es für uns natürlich ein ganzes Stück zu fahren ist. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns. Ich bin gespannt, wie die Besucherzahlen sind. Aufgrund der Marktlage ist es natürlich im Moment schwer einzuschätzen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich unheimlich auf die Emo. Was bringen wir mit? Unser Fokus, klar, jeder weiß eigentlich, dass wir Automotive-Bereich gut abdecken. Von der Seite her werden wir wieder eine Automotive-Maschine mit der DZ15 selber auch im Hintergrund im Prinzip mitbringen. Da decken wir im Prinzip einen Automobilbereich ab. Wir decken den Mechanical Engineering-Bereich mit der DZ15 ab. Fokus ist aber ganz klar dieses Jahr auf den Bereich Aerospace. Wir bringen die FZ19FX mit. Das ist eine große, stabile, fünfachsige Maschine, die hervorragend in den Aerospace-Bereich reinpasst. Hochdrehende Spindeln, hohe Drehmomente. Wir zeigen einen Luftfahrtteil aus Titan. Also der Fokus ist an der Stelle schon auf den Aerospace-Bereich gerichtet. Also wir freuen uns über jede Kundschaft, die aus diesem Bereich unseren Messestand besucht. Und natürlich, wir haben es auf der Open House hier bei uns dieses Jahr zum ersten Mal vorgestellt, ist natürlich die Mikrozerspannung im Fokus. Wir bringen die Micro 5 mit, also die kleine Schwester der Micro 5 XL, und bringen natürlich unser Herzstück, die Micro 5 XL, dieses Jahr mit, werden die auch hervorheben und zeigen da ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir versuchen bis dahin ein schönes Teil zu kreieren, fünfachsiges Teil zu kreieren mit unserem Partner OpenMind, wo wir einfach die Dynamik, die Genauigkeit und die DNA der Maschine wirklich voll zeigen können. Also es wird eine spannende Messe und wir freuen uns drauf, ja. Dann kommt auch von meiner Stelle direkt der Aufruf. Herr Siegmann, er hat ja einen Spannungsbogen jetzt erzeugt. Finde ich richtig gut. Aber wer dann final sehen möchte, was Chiron auf der EMO zeigt, da bin ich mir sicher, wenn man sie anschreibt, sie werden jedem Besucher einen Code zur Verfügung stellen. Und ich glaube, der Besucher kann sich auf die EMO freuen und auf den Eintritt von Chiron. Aber wenn man schon hier hochkommt und man sieht von Weitem das Gebäude, man sieht ihren Slogan Performance meets Precisions. Wie würden Sie sagen, wie zeigt Chiron auf der EMO die Verbindung zwischen Präzision und Produktivität? Ja, also ich glaube, das ist relativ einfach zu zeigen. Ich meine, wenn Sie in unsere Maschinen reingucken, die Maschinen sind ja alle unter Span, beziehungsweise zumindest mal auch unter Dauerlauf. Und wenn Sie sich die Werkzeugwechsel anschauen, wie schnell die vonstatten gehen, wie dynamisch die Maschine auch dementsprechend, ich sage es mal, ihre Spanzeit zeigt, wie dynamisch sie auch in der Bahn ist, also tatsächlich im Span, dann glaube ich, wird relativ schnell klar, was Performance meets Precision bedeutet. Wir waren immer schnell, das ist unsere DNA, da kommen wir her vom Korbwechsler. Aber wir haben mittlerweile mit den Portalmaschinen natürlich auch eine gewisse Stabilität oder mehr an Stabilität, die wir vielleicht in der Vergangenheit so nicht haben. Also von der Seite her kommen Sie auf den Stand, besuchen Sie uns, gucken Sie in die Maschinen und da werden Sie relativ schnell feststellen, was Performance meets Precision heißt. Toller Claim. Der Claim der EMO ist ja Innovate Manufacturing. Da sind Sie ja gerade schon eigentlich darauf eingegangen. Sie haben in meiner nächsten Frage schon vorgegriffen, was Sie zeigen werden. Ich glaube, das können wir jetzt zurückstellen.
Nichtsdestotrotz habe ich ja auch gesagt, ein wichtiges Thema ist für uns das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und da wäre jetzt für mich wichtig, wie wichtig sind die Aspekte der Energieeffizienz bei Ihren Maschinen? Grundsätzlich ist das Thema Energieeffizienz ist für uns jetzt nichts Neues. Ich sag mal, wir machen schon seit Jahren doppelspindliche Maschinen. Das heißt, sie stecken im Prinzip im Vergleich zur einspindlichen Maschine die gleiche Energie rein, kriegen aber 2 Teile raus. Also das Thema Energieeffizienz und Produktivität war schon immer Thema bei uns. Ich meine, in der jüngsten Vergangenheit ist das Thema natürlich auch mit unserem Schlagwort Carbon Neutral und Carbon Footprint und was es da so alles gibt, ist natürlich da deutlich stärker in den Fokus gekommen. Ich meine, man muss ganz klar sagen, wir sind hier in Tuttlingen Carbon Neutral. Also wir haben auf unserer Precision Factory Solarpaneele komplett drüber. Unseren Strom generieren wir, den wir brauchen, an der Stelle selber. Also wir sind hier wirklich bei Zero angelangt. Und das zeigen natürlich auch unsere Maschinen. Also gerade die Micro 5 hat einen sehr, sehr geringen Energiebedarf. Ich meine, 500 Watt sind wirklich nicht viel. Und wir haben durch diese Energieeffizienz in den Maschinen aber auch nicht ein bisschen an Geschwindigkeit und Produktivität verloren. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer DNA geworden, so energieeffizient Teile für unsere Kunden zu fertigen. Jetzt werde ich natürlich ein bisschen spoilern müssen. Wir wollen natürlich auf der EMO, werden wir auch einen KI-Hub zeigen, also den EMO KI-Hub. Es ist natürlich für mich auch interessant zu wissen, welche Rolle spielt denn die KI und Digitalisierung und die Prozessintegration für Sie auf der EMO? KI ist ja auch im privaten Bereich oder im beruflichen Umfeld gar nicht mehr wegzudenken. Wir reden alle davon. Ich sage mal ChatGPT. Ja, welchen Einfluss hat das auf Ihr Haus? Ja gut, es hat natürlich immer einen Einfluss oder hat einen enormen Einfluss gewonnen. Ich meine, das Stichwort ChatGPT, man nutzt es privat, man nutzt es auch im geschäftlichen Bereich. Ich meine, es ist einfach eine relativ einfache Art, die KI zu nutzen und einfach zu nutzen. Ich meine, wenn man einen Kunden anschreiben will, kann man sich zumindest mal die eine oder andere Impression oder Idee von ChatGPT geben lassen. Also das nutzen wir an der Stelle schon. Wir nutzen natürlich KI auch in unserer Forschung und Entwicklungsabteilung, um einfach auch Daten entsprechend irgendwo auswerten zu können. Also da wird viel in unserem Hause getan. Und ich sage mal Stichwort Digitalisierung. Ich meine, ohne Digitalisierung geht es schlicht und ergreifend nicht mehr. Und ich sage mal, da kann ich nur ein Highlight auch nochmal hervorheben für die EMO. Wir bringen auch wieder unsere ProTech-Line mit, also unseren digitalen Zwilling, der ein paar Millisekunden vor der realen Maschine letzten Endes fährt und wir so eine nahezu 100% Crashkontrolle oder Crashvermeidung eigentlich in der Maschine haben. Also das sind Themen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen, Lober. Also ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, aber ich freue mich wahnsinnig auf den Auftritt von Chiron auf der EMO. Also vielen Dank. Was möchten Sie denn den Messebesuchern als Kernbotschaft noch mitgeben zur EMO 2025? Kommen Sie auf unseren Stand. Das ist die einzige Kernbotschaft, die ich Ihnen mitgeben kann. Wir sind, soweit ich weiß, in Halle 12, in Halle 12, C50. Kommen Sie uns besuchen. Wir freuen uns auf jede Anfrage und lassen Sie sich von uns inspirieren für Ihre Fertigung. Also bitte melden Sie sich an, kommen Sie in die Halle 12. Also, dem schließe ich mich an, da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Gerne Kontakt aufnehmen zur Firma Chiron, die schicken einen Code zu, registrieren und auf die EMO kommen. Ja, wir freuen uns. Wir sind alle da, oder? Wir sind da, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Kompetenz gefragt. Im Zeitalter des Fachkräftemangels, wie reagiert Chiron auf die Situation? Wie werden Fachkräfte gewonnen? Ja, das ist ein Riesenthema. Wie werden Fachkräfte gewonnen? Da hat natürlich unsere HR-Abteilung eine große Aufgabe aktuell, neue Fachkräfte und gute Fachkräfte zu generieren. Ich meine, bei uns war es schon immer so, bei Chiron, wir haben eine sehr, sehr gute Ausbildung. Wir haben einen sehr, sehr engagierten Ausbildungsmeister mit dem Herbert Mattes. Der macht da einen unheimlich super genialen Job, muss man an der Stelle sagen, ist sehr, sehr engagiert. Der geht in die Schulen rein, holt die Jungs hier in den Ausbildungsberuf. Wir hatten in den letzten Jahren oder eigentlich noch nie ein Thema, unsere Ausbildungsplätze besetzen zu können oder es waren immer besetzt. Also von der Seite her müssen wir uns natürlich auch die Fachkräfte, ich sage es jetzt mal so, selber züchten, das ist so, ja. Vielleicht darf ich da auch noch mal ganz kurz reingrätschen, das Thema Nachwuchs wird natürlich auch auf der EMO eine wichtige Rolle spielen.
Wir werden jetzt zusammen mit der Nachwuchsstiftung Maschinenbau einen riesen 1000 Quadratmeter Stand haben, wo wir junge Menschen für den Shop begeistern wollen. Ja, also ich kann mich an meine Ausbildung erinnern. Ich bin gelernter Dreher und ich sag mal, das war 1987. Ist natürlich nicht mehr zu vergleichen in der Welt, in der wir uns heute bewegen. Also die jungen Menschen können an hochkomplexen, riesigen Maschinen arbeiten und das müssen wir einfach auch mehr publik machen. Ich habe ja schon mal gesagt, da sehe ich eigentlich auch mehr, dass es eine Aufgabe des Verbands ist, dass wir unsere Branche wieder auch mehr in die Öffentlichkeit reinbringen. Und wie gesagt, auf der EMO wollen wir das machen. Ja, wir werden auch ein Highlight haben. Wir werden einen Rollercoaster haben, wo dann die Jugendlichen auch gerne mal Achterbahn fahren können. Wir simulieren das, weil wir, wie gesagt, ja, wir wollen Aufmerksamkeit erhalten. Und das werden wir auf der EMO auch bestimmt hinbekommen. Auch darauf freue ich mich sehr. Also wer mal erleben möchte, wie man sich als Werkstück im Roboter fühlt, soll vorbeikommen. Wir machen es möglich. Beziehungsweise in dem Fall dann die EMO und die Nachwuchsstiftung Maschinenbau mit dem Robocoaster. Aber das Thema Ausbildung möchte ich mal kurz aufgreifen. Können Sie uns sagen, wie sich zum Beispiel, weil wir hatten ja gerade die Ausbildung 1987, ich selbst bin 2001 in die Lehre gegangen, hat sich da zur heutigen Zeit was geändert? Wie sieht eine moderne Ausbildung bei Chiron aus heute? Ja gut, grundsätzlich ist natürlich so. In unserer Lehrwerkstatt, ich meine, vielleicht finden wir die Zeit, da nachher auch mal kurz durchzugehen, stehen natürlich die neuesten CNC-Maschinen, an denen die Mädels und die Jungs letzten Endes lernen können. Und natürlich müssen sie denen auch ein bisschen was bieten. Ich sage es mal, ohne iPad, wo letzten Endes dann die Schule auch gemacht werden kann, funktioniert da unten eigentlich fast gar nichts mehr. Aber sie müssen denen schon was bieten und sie müssen den Jungs und Mädels natürlich auch eine entsprechende, ich sage jetzt mal, Karrieremöglichkeiten, ich sage jetzt mal, aufzeigen. Und das wird nach wie vor bei Chiron gelebt. Ich meine, ich kann es jetzt für den Vertrieb im Speziellen sagen, wie sieht der optimale Durchgang bei uns eigentlich aus, eines Chiron-Vertrieblers. Der macht normalerweise, wenn möglich, eine Lehre als Zerspannungsmechaniker, geht dann in die eigene Fertigung für ein paar Jahre, geht dann von der eigenen Fertigung in den Applikationsbereich, kann weltweit Turnkey-Anlagen in Betrieb nehmen, aufstellen, abnehmen, lernt dann unheimlich viel und geht dann, wenn er das Reisen die Schnauze voll hat, sage ich jetzt mal, kommt dann in den Vertrieb, hat die entsprechende Erfahrung und kann dann dementsprechend hoffentlich mit den Kunden in Interaktion treten auf einem Level des Experten. Und das sind schon Themen, die muss man den jungen Menschen, glaube ich, schon aufzeigen. Das, denke ich, tun wir sehr, sehr gut. Wir haben hier in Tuttlingen auch die Nacht der Ausbildung. Das heißt, die jungen Leute haben hier Freitag ab, glaube 16 Uhr die Möglichkeit, hier uns zu besuchen. Da kriegen sie alles gezeigt, kriegen die Berufe gezeigt, werden umfassend informiert. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass man die jungen Leute relativ früh abholt und auch informiert, dass es den Beruf des Zerspannungsmechanikers nach wie vor letzten Endes gibt oder des Mechatronikers oder des Elektronikers. Weil ich glaube, das machen die Schulen an der Stelle einfach zu wenig. Was wieder mit unserer Verantwortung einhergeht, da quasi selbst das Heft in die Hand zu nehmen oder mit zu unterstützen. Wir müssen sie tun als Unternehmen, um einfach auch den deutschen Maschinenbau, ich sage jetzt mal, auch noch in 50 Jahren zu haben, müssen wir diese Themen selbst in die Hand nehmen. Die Schule alleine wird's nicht tun. Ja. Gemeinschaftlich. So sehr ich, sie müssen da alle an einem Seil ziehen und dann, glaube ich, dann hat man eine ordentliche Schlagkraft. Ja. Ja, dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Sondern möchte zur nächsten Rubrik kommen. Das sind nämlich die Fragen aus unserer Community. Und ich habe mal 2 Fragen mitgebracht. Da bin ich ja mal gespannt. Einmal ist das Thema Retrofitting. Das wird auch gefühlt immer stärker. Was hat Chiron im Angebot, wenn man das Thema Retrofitting anpacken möchte? Ja, Retrofitting ist natürlich in aller Munde. Ich meine, das Thema CapEx ist im Moment das Unwort des Jahres, glaube ich, bei vielen Unternehmen. Die wollen einfach keine Investitionen tätigen. Gerade auch im Automobilsektor sind natürlich Investitionen in, ich sage jetzt mal, die alte Technologie, Verbrennungsmotor, im Moment absolut gar nicht gern gesehen. Von der Seite ist das Thema Retrofit da natürlich 100% richtig. Wir haben mit CMS, Chiron Machine Service, sowieso schon seit zig Jahren eine Abteilung im Hause Chiron, die alte Maschinen aus dem Markt kauft, diese wirklich wieder general überholt und dem Gebrauchtmaschinenmarkt zugreift.
Da haben wir also genügend Erfahrung, wie man mit dem Thema Retrofit umgeht. Oder wir haben natürlich auch eine sehr, sehr gute Serviceabteilung, die dann auch gewisse Retrofits im Feld für die Kunden machen kann. Ob das, ich sage jetzt mal, ein anderes Werkstück einrüsten ist in Anführungszeichen im einfachsten Fall, oder ob ich eine Automation umbauen muss oder eine Automation anbieten muss. Also das sind die Möglichkeiten bei uns schier unbegrenzt. Also machen wir gerne, ja. Prima. Finde ich hervorragend, hat ja auch wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, weil ich ja letztendlich Maschinen länger am Leben erhalte. Absolut. Möchte ich die zweite Frage quasi anschließen und einen Blick in die Moderne werfen. Das geht um das Thema Service und eigentlich Remote Service. Gibt es auch da seitens Chiron schon Lösungen, dass quasi der Techniker von hier auf die Maschine beim Kunden zugreift? Das absolut. Ich meine, das Thema Remote Service ist bei uns auch jetzt nichts, was wir gestern erfunden haben. Also das haben wir schon sehr, sehr lange die Möglichkeit, dass unsere Jungs hier in der Serviceabteilung auf die Maschine zugreifen können. Ich meine, da ist eher das Thema, lässt der Kunde dieses Thema zu, Stichwort Datensicherheit und Netzwerksicherheit und so weiter und so fort. Also da muss man zum Teil schon auch mit Engelszungen auf die Kundschaft einreden, dass das möglich ist. Aber das ist aus meiner Sicht heute eigentlich nicht mehr wegzudenken, weil wir leben, die Maschine ist ja nicht nur noch Mechanik, also die Elektronik und Elektrik und Sensorik der Maschinen wird ja immer komplexer, immer mehr. Und von der Seite ist es natürlich schon gut, wenn man im Vorfeld des Einsatzes auf die Maschine gucken kann und möglichst den Fehler schon im Vorfeld detektiert und dann auch dementsprechend die richtigen Leute mit den richtigen Materialien zu Kunden schickt. Also das ist für uns gängige Praxis. Aber wie gesagt, hier vielleicht ein Appell von meiner Seite an die Kundschaft: Schließt bitte eure Maschinen ans Netzwerk an, hilft den Maschinenherstellern und ungemein und hilft am Ende des Tages ihnen, dass die Maschine schneller wieder in der Produktion ist. Ja, prima. Da kann ich nichts hinzufügen. Also von daher, wer den Service nutzen möchte, bindet die Maschinennetzwerk ein, gebt die Freigaben, um dann quasi den Remote-Service auch nutzen zu dürfen. Ja, komme ich jetzt zu einer ganz anderen Rubrik, mal so ein bisschen out of the box. Unsere Rubrik, das CNC-Kochbuch. Und Sie sind jeden Tag in einer hochpräzisen Umwelt unterwegs in der Zerspannung. Aber was kommt privat bei Ihnen auf den Teller? Was haben Sie ein Lieblingsrezept, eine Lieblingsspeise? Sagen, wenn das da liegt, dann geht mir das Herz auf. Ja, ich sage mal, Weißwein oder Weizen, haben Sie ja schon die Antwort. Ich bin Schwabe, auch wenn man es vielleicht nicht immer hundertprozentig raushört. Aber Schwäbisch ist schon irgendwo auch meine Leidenschaft. Es gibt, ich würde es jetzt nicht sagen, ein Familienrezept, aber mal kochen gelernt habe ich durch meine Mutter. Ist einfach so. Ich koche heute immer noch sehr gerne. Ich koche für meine Kinder, ich koche für meine Frau, ich koche am Wochenende, wenn es eben geht. Das ist entspannt. Da bin ich aber eher nicht Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Das mache ich eher aus dem Bauchgefühl heraus. Also rezepttechnisch kann ich Ihnen da leider nichts zur Verfügung stellen. Aber Lieblingsgericht ist ganz klar Linsen mit Spätzle. Aber sonst sei Schwabe, oder? Okay. Dann nehmen wir das mit in unser Kochbuch auf. Ich kann Ihnen da gerne mal. Also es ist schon sehr viel Bauchgefühl. Klar, man hat natürlich irgendwo ein Grundrezept, das irgendwo da ist. Aber wie viel dann von was irgendwo reinkommt, das machst du mittlerweile per Bauchgefühl. Und ich glaube, nach Rezept kochen ist aufgrund der Komplexität, die du tagtäglich im Büro hast, brauchst du das in der Küche nicht auch noch. Und von der Seite eher mit Bauchgefühl. Klingt aber gut. Also wenn man das immer so ein bisschen, das schmeckt auch vielleicht jeden Tag ein wenig anders. Das ist so, ein bisschen anders schmeckt schon, ja. Nein, aber die Jungs und auch die Freunde, also wer mal gutes Linsen mit Spätzle essen will, der ist herzlich eingeladen. Ja, prima. Ja, kommen wir zur Rubrik Community-Geschenk. Wir wollen die Situation einfach auch gerne nutzen, um quasi zu gucken, ob wir bei Ihnen, ich sag mal, was abstauben können, um das dann quasi zu verlosen für unsere Community. Und ich sehe schon, Sie haben uns auch etwas mitgebracht. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Ich meine, das ist ja Brückelmann, vielleicht können Sie es auf der Emo mal tragen. Ja. Der Göbel bringt seinen Hund mit, Sie bringen die Ich glaube, da brauchen wir eher mal einen Grill, oder? die Kochschürze und den Grill mit. Und da sind Sie hier bestens ausgestattet mit einer Chiron Group Kochschürze, ja. Mache ich sehr gerne. Denn für unsere zukünftigen Podcasts, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen Grill.
Mal gucken. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das geht auf jeden Fall in die Verlosung mit rein. Ja, kommen wir zum Abschluss. Und ja, erstmal möchte ich mich bedanken für Ihre Zeit, für das tolle Podcast-Interview, was wir hier machen durften. Und zum Abschluss möchte ich fragen, wenn Sie 3 prägnante Schlagworte für uns hätten, die beschreiben, wofür Chiron in der Welt der Fertigung steht. Welche wären das? Ja, das ist relativ einfach. Schnell, präzise und innovativ. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich ebenfalls. Herr Göbel, auch an Sie nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, gerne. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war ganz hervorragend. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Und bis dahin, lasst Späne fliegen. Ich bin Alex von Voice of CNC. Bis zum nächsten.